dahinter kämpft Daniel Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you jump. Get down in the, get down in the car. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt Tommy. Da kommt. Und Ben holt sich mit dem Sieg einfach sensationell. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zum Grand Prix von Großbritannien. Und wie ihr seht, regnet es hier. Unser Tommy überrascht hier die Teilnehmer mit Regen und fährt selber nicht mit. Da bin ich mal gespannt, was das für ein Chaos heute werden wird. Zumindest haben wir hier im Qualifying noch Regen und im Rennen sollte es dann trocken sein. Schauen wir mal. Wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Welcome, ladies and gentlemen. BTR TV proudly presents the historic Formula One Masters 2025. The historic Formula One Masters 2025, only on BTR TV. Good evening, Michael. Hello. How's it going, buddy? Hello. Still breathing? Always a good start. Hello, I'm back. What's up, Ben? Hiya. Schauen wir mal. Erstmal 10 Minuten Practice. Unser Tommy feiert zwar heute mit seiner Frau am Hochzeitstag, dennoch ist er hier heute per Discord uns zugeschaltet und begleitet uns hier im Rennen etwas. Server ist open, ja. Welcome to the UK Grand Prix. Leider ist unser Champion aus der letzten Saison, unser Leon, immer noch abwesend und auch Adam Klatzka kann heute am Rennen nicht teilnehmen, krankheitsbedingt. Gute Besserung mal in die Richtung. Und Thomas Börling muss heute leider arbeiten und kann deswegen nicht am Start sein. So ist das nun mal. Gonna pop over to Jube, I think. Yeah, I'm gonna pop over to my team chat as well. So, good luck, everyone. Yeah, Have a good one. You also, buddy. Insgesamt haben wir heute wieder 19 Fahrer im Grid stehen, die insgesamt 30 Runden pro Rennen absolvieren müssen. 25 Minuten Qualifying und im Qualifying hat jeder dann 12 Runden zur Verfügung. So kommen wir uns besser ein bisschen. Wir haben heute die 4. Saisonstation und ich bin mal gespannt, ob es heute jemanden gibt, der unseren Josie schlagen kann. Ja, das macht das. Unser Luke ist heute auch wieder am Start und ich traue ihn am ehesten zu, dass er den Josephine heute schlagen kann. Er ist auf jeden Fall richtig schnell hier auf der Strecke. Auf jeden Fall hoffen wir mal, dass die schwierigen Bedingungen hier im Qualifying ein bisschen Würze in die Rennen reinbringen und es vielleicht die ein oder andere Überraschung in der Startaufstellung gibt. Oha. Typisch ist eigentlich, das ist klar. Dann später in den Rennen soll es ja trocken sein. Aber so im allgemeinen Mischverhältnisse mögen eigentlich die Fahrer hier nicht so gern. Aber im Grunde genommen ist es ja für alle gleich. Das heißt, jeder findet hier die Scheißbedingungen vor und muss irgendwie damit zurechtkommen. Ihr alle wisst ja, auch im realen Motorsport ist nicht immer eitel Sonnenschein. Jeder, der regelmäßig die Nordschleife besucht, kann ein Lied davon singen. Eine Witz, ja.
Die ersten Jungs fahren hier schon mal raus und testen die Bedingungen. Bill Nessamis sehe ich da auf der Strecke und auch unser Sepp ist da unterwegs. Und wir sind ja heute hier in England zu Gast und unser Tommy wollte den Jungs hier mal echtes englisches Wetter servieren. Bin mal gespannt, wie vor allen Dingen die Jungs hier aus England zurechtkommen, für die das ja heute hier die Heimstrecke und der Heim-Grand Prix ist. Ist da noch was am Einstellen, Patrick? Laut meiner Information soll es ja auch gegen Ende des Qualifyings aufhören zu regnen. Schauen wir mal, ob da die Bedingungen dann ein bisschen besser sind. A lot of rain on track. Ja, das ist normaler Regen halt, ne? Das ist noch nicht mal Starkregen oder irgendwas. Prost. Auf jeden Fall denke ich mal, ist es recht schwierig, diese Fahrzeuge hier bei den Bedingungen immer auf der Strecke zu halten. Oh no, it's not turning! It's not turning! It turned! The car just went straight! Oh, I think it's too soon to make Eric a trick. I have a plan to become president. Oh yeah, shit, that's totally happening. Come on, dude. Ach, ist das der Skeletor? Ist der auch da? Ja, John Runkle Jr. Ja. Runkle fährt auch mit. Prima. Pascal Steinke hier. Und wie ihr seht, hat auch unser Skeletor hier so seine Probleme mit den Bedingungen. Michael Traktor ist auch da. El Cotletto ist in Starting. Oha. Michael Draxler schmecken solche Bedingungen bekannterweise überhaupt nicht. This is really good. Und I miss Adam. Und ich denke mal, Michael Draxler wird sich dann auch nach dem Rennen sicherlich wieder bei uns beschweren über die Bedingungen. Aber sie sind für alle gleich und jeder muss damit zurechtkommen, das habe ich ja schon mal gesagt. Ja, der Byron, der ist ja eigentlich so ein Naturtalent im Regen, ne? Ein Engländer. It's fucking horrendous. Are you kidding me? I mean, regardless of, I mean, I think it goes without saying. I think it goes without saying, but I'll say it because it's a stupid statement to say before you say something. And then you say something. Anyway, you have to be a fucking horrendous human being to not. Ach, jetzt stell dir mal vor, ein Regen, Wetten. Das ist doch ätzend. For his family. I mean, Jesus Christ, dude. Wife and he's 31 years old, young wife and kids, and young kids. I mean, Jesus, this is fucking horrendous, dude. I don't wish that on anyone. You know, I mean, that's just anybody that is happy about things like that. That's just. Der Byron, Robert ist like der. It's fucking. Yeah, It's crazy. Und ihr seht hier schon im Practice geht's hier recht vogelwild zur Sache und die Jungs fliegen hier durch die Gegend. Villas is the first one with the time. 1:32. Thomas. Sehr, sehr schön. Hi! Did you sell a car? The 9 is the fastest car on the racetrack. 19.2. 9. Half throttle, fourth gear. Not supposed to follow. That looks fun, man. Not directly off the track into the wall. That's not the correct line. Oh, die fahren auch irgendwie. Well done, hit the accelerator. Good lap there. Boah, wie das Auto von Sebastian leuchtet, da Wahnsinn. Wie das abfliegt hier. That's what it was. Aber hat man dem Sebastian gesagt, I know you said something like that. hast du Regenreifen? Hast du Regenreifen drauf? Klar. Und wie man sieht, liegen hier überall schon Autos. Da hinten liegt unser Byron. Byron ist also beside the track. Gibt es denn da so schon ein paar Zeit? Ja, Josephine Becker 1:18,3. Eugen Scharf 1,8. 1:20. Wolfram Also ich Fund bin mit- 1:22. Ich bin mit dem Setup, was ich da gepostet habe, 1,16er gefahren. Ne? Fuck, come on. Ups. Also es ist schon Boah, wirklich sehr nass. Also Aquaplaning. es hört ja mitten im Qualifying auf. I can't even get a fucking Ah, lap. gut zu Also wissen. wenn man genau hingeschaut hat, ne, dann hört es im Qualifying auf zu regnen. Fucking. Okay, Zeit ist abgelaufen. Das Qualifying No, that was beginnt. practice. Thank God. Das Qualifying ist mir gespannt. Ey. That was qualifying. 12 Runden. That was just practice.
Oh, Jesus, dude. This Wie is viel? gonna suck. I gotta fix something. Ja, 12, 25 Minuten. Ja, Ich hab ein der paar mehr Rest ist frei. Und damit hat jetzt auch die Practice-Session hier begonnen. Okay. Also wie gesagt, Sport hier war 2 Runden. Und wie gesagt, laut Tommy soll es dann gegen Ende des Qualifyings hier auch aufhören zu regnen. Mal sehen, ob da noch ein paar schnellere Zeiten dann drin sind. Bevor ich an dem Weg stehe. Scheinbar warten jetzt alle. Jo. Außer Bill. Also, Und Jan. Jan muss auch unbedingt raus. Und unser Titanium Bill ist der Erste, der hier rausfährt. ja, das ist halt. Auch Don Ronkel Jr. macht sich jetzt schon mal auf die Strecke. Boah, ist das eine Suppe da, Mann. Vor allem diese stehenden Pfützen, ja, das ist mit dem Auto. Wenn, Bin ich hängen geblieben. Eben an einer hängen geblieben, ne? Da wirft sie gleich weg, ne? Die breiten Reifen, ne, das Ja. schwimmt so auf, das Auto, ne? Ja, ja. Da bleibst du richtig hängen. Ja. Und jetzt trudeln hier auch schon die ersten Zeiten ein. Eugen Scharf hat sich jetzt gerade an die Spitze gesetzt. Eugen Scharf vorne 1,17. 5,18. Auf P2 1,18 Sebastian. Ach du Scheiße. Wieder hängen geblieben an der. Richtig hängen geblieben an der Pfütze. Da bist du hängen geblieben. Ja, ist so. Da führt sie genauso und boah, rum da. Und nach Schütze hängen geblieben. Verdammt. Oh, jetzt Was ist denn hier mit. Team hier an die Spitze gesetzt. 1,15,6. Wer denn? Josephine. Oh, Don Ronkel, Platz 4, 1,22,1. Da geht sicher noch was. Das war Einzelkraft auf jeden Fall. So, 5 Minuten haben wir jetzt schon rum und die Rundenzeiten gehen hier sehr weit auseinander. Und so einige haben hier noch gar keine Rundenzeit geschafft. Also es regnet übrigens immer noch. Wann soll der Regen aufhören? Wir haben noch ein paar Minuten. Auch kann ich dir jetzt nicht sagen, das wird irgendwann mal aufhören. Gut, das bringt ja aber nicht viel Unterschied, ne? Ich glaube nach 15 Minuten. Oh, Josephine ist eingeschlafen. 1,15,0 Boah. Ja, das Rennen ist abends, da ist alles wieder weggetrocknet. Ah, dann bin ich ja froh. Ja. Weggeföhnt. Weggeföhnt. The races are completely dry. Oh, guck mal hier, Bill Nessam ist on P5. Wie war das immer? Wo war das? In Sepang, wo sie da die Regenpriesterin gerufen haben? Haben sie da Regenpriesterin gerufen? Ja, die hat, das war MotoGP und das hat geregnet. Und dann haben die geholt und hat die einen Regentanz gemacht, damit es aufhört. Das ist die arme Junge. Wo ist denn hier die Boxeneinfahrt überhaupt? Das ist eine gute Frage, ne? Ja! So, ich bin jetzt hier. Scheiße, stehe ich scheiße. Sorry, tut mir leid. Inzwischen haben wir fast 10 Minuten rum und Josephine hat sich jetzt vorne festgesetzt. Dahinter Eugen Scharf und Sebastian auf 3. Auf 4 haben wir dann Pascal Steinke aktuell und auf 5 Don Ronkel Jr. Ja, da liegt noch mehr Zeit drin auf jeden Fall. Michael J. Taylor P6. 1,18 hast du? Ja, ich bin Dritter. Aber so einige wie Wolfram Pfund oder Michael Draxler, die haben hier überhaupt noch keine Zeit gesetzt. Nein, Ach nee, stimmt. Michael Draxler P2. 1,17,0. Da fehlen immer noch 2 Sekunden auf die Josie. Das Team Colt Braun geschlossen vorne mit dabei. Ich habe gar keine Zeit. Good luck, guys. I can't listen and drive apparently. I'll talk to you. Okay, okay, ja. Michael J. Taylor hier aktuell P7. Oh, da geht's wieder ab. Michael J. Taylor eingetragen. Die erste Kurve ist aber auch echt mies. Hm. Boah, die Josephine 1,14,9. Alter. Ja, mit Windschatten wahrscheinlich. Damit ist Josephine aktuell ein bisschen mehr als 2 Sekunden schneller wie der gesamte Rest des Feldes. Ja, ich wollte gerade sagen, selbst mit Windschatten wäre ich nicht schneller, du. Weil die fährt in Windschatten, sieht nichts und weiß aber, wo sie hin muss. Ja. Und Luke hier ist jetzt auch unterwegs. Also die Boxeneinfahrt ist ganz beschissen versteckt. Bisher noch keine Zeit gesetzt. Hinter der letzten Kurve gleich rum nochmal, einmal weiter. Muss mir merken. Du brauchst sie nicht, Leute. Ja, das sag ich dir, du. Das hoffe ich auch. Und jetzt kommt Luke hier über die Linie. Wow, P2. 1,16,09.
Also es regnet übrigens immer. Boah, eine 1,60 aus dem Stand, der Luke. Die erste Zeit. Oh. Aber guck mal. Eugen Schaf hat sich jetzt an die Spitze gesetzt hier. Ne, wenn ich jetzt da raus... Ich will nicht gerade, ob ich fahre, aber... 1,14,6. Ihr habt gehört, Eugen jetzt vorn. Jetzt kommen die Zeiten so langsam. Was sagt denn das? P2 immer noch Josephine. Wo ist denn das? Auf 3 haben wir aktuell unseren Wolfram. Wow. Alter, der Tropfen. Und auf 4 Luke zurückgerutscht. Aber der hat ja noch ein paar Runden Zeit. Also ich sehe gerade auf der Kanne. Was haben wir jetzt? Wir haben 9 Uhr und 9:30 Uhr soll es aufhören. 9:15 Uhr haben wir gerade. Ja, dann hört das nicht auf zu regnen. Heavy Rain und um 9:30 Uhr ist nur bewölkt. Okay, dann müsste jetzt weniger werden. Oh, ich fahr mal was. Gucken, was wir können. Ist ja peng. Wolfram auf 2. Please, let me up. Der Luke, der ist am Rumschreien. Der schreit die Autos vorne weg. Der ist gerade auf einer schnellen Runde, schätze ich. Eugen Schaf vor Wolfram Fund und Josephine Becker. Das ist doch mal eine Quali. Aber tatsächlich, man sieht die Sonne, ne? Nee. Ja, jetzt wird es ein bisschen heller. Jetzt sieht man auch die Sonne, genau. Luke inzwischen auf Pole. Josephine ist nur noch 5. Das lässt sie nicht auf sich sitzen. Jetzt hat sie wieder nachgelegt. 1,11,4. 2 Sekunden schneller. Und da hat Josephine jetzt wieder eine sensationelle Zeit hier hingeworfen. Eine 1,11,4,6,3. Wow. Oh, schön, guck mal, die Sonne kommt raus. So, jetzt noch mal schnell ein paar Runden hinzaubern. Das ist jetzt genau die richtige Zeit. Sebastian, wie viele Runden hast du noch über? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Luke hat wieder nachgelegt. 1,11,067. Das sieht so hammergeil aus, ne? Also ich muss sagen, diese... Ja, das war zu weit gegangen. Oh, Sebastian, mach keinen Quatsch. Kann ich überstatieren. Sebastian hat seine Dude, I just put mud all over the Die driveway. will auch immer auf die Stadt. On my first lap, or whatever lap that was. Geht aber schnell weg, wa? Josie hat nachgelegt. 1,10,667. Wir will aber bald auch keine Runden mehr haben, Aber ne? Michael Traktor ist jetzt auf 3 vorgefahren. Pascal Steinke auf 4. Und der Eugen ist auf 5 zurückgereicht worden. Ist auch jetzt hier in seiner letzten schnellen Runde, Eugen. Josephine führt hier das Tableau immer noch an mit ein paar Tausendstel Vorsprung vom Luke. Boah, der lässt die Kiste fliegen. Der jetzt hier nachgelegt hat. Wow. Ja. Eine 1,9,967. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da Josephine antworten kann. Was tut sich denn da so im hinteren Feld? Wie sieht denn da so die... Ich guck gleich mal, ich warte jetzt nur, dass Josie in die Linie kommt. Eugen jetzt auf 3. Und unser Wolfram vom Team Kaltverformung, der liegt hier immer noch auf dem sensationellen 4. Platz. Josephine konnte leider nicht nachlegen. Jetzt ist auch Thomas Willershausen draußen, der hat noch keine Zeit. Oh, und ich denke mal, Thomas Willershausen wird das Wetter hier verfluchen. Wolfram auf 4. Evil Tech mag keinen Regen. Ah, super. Wolf, Shop. Russell Hamilton auf 15, eine 1,21. Da fehlen ihm nur 11 Sekunden. Ja, das macht er im Rennen wieder gut. Der kleine Nordschleife hier. Er ist auf 7 jetzt zurückgereicht worden. Sebastian? Ja. Wolfram auf 4, Michael Draxler auf 5, Pascal Steinke 6, Dominik Ocho-Juso auf 7. Wow. Sebastian ist nur noch 8. Und Manning Grinham 9. Robert Simpkins 10. Don Runkle Jr. haben wir auf 11, dann Clever Potaro Bora auf 12, Michael J. Taylor P13, unser Jan auf 14, Russell Hamilton 15, Bill Nessemis P16, Ben Summers ist nur auf dem 17. Platz mit 14 Sekunden Rückstand und Byron hat
Byron und Thomas Willershausen haben noch keine gezeitete Runde gesetzt. Das dürfte doch gar nicht mehr passen, ne, bei denen. Byron Ja, doch, wir haben noch 2 Minuten haben wir noch, okay. Während Thomas Willershausen ist draußen. Der ist auf der Strecke unterwegs. Ja, meine ich, 2 Minuten hat er noch. Und Ben ist hier auch noch unterwegs, aber bei dem läuft es halt scheinbar nicht. Unser Ben hat hier schwer mit den Bedingungen zu kämpfen, kommt hier scheinbar überhaupt nicht zurecht. Obwohl das heute seine Heimstrecke ist. Eigentlich müssten doch die Jungs hier aus Großbritannien Regen gewohnt sein. Also ich denke mal, die Pole Position hat sich der Luke erkämpft. Josephine ist fertig auf den Spur. Oh, unser Luke ganz knapp vor Josie. Das verheißt ein sehr spannendes Rennen gleich. Und Michael Elkot, Netto Draxler auf 3. Ja. Da haben wir ja das 3-Gestirn haben wir dann auf Platz 1, 2, 3, ja. Und Ben hatte ein bisschen zu viel gewartet. Wir haben nämlich nur noch 20 Sekunden. Dann ist das Qualifying beendet. Ich weiß nicht, ob er jetzt befahren kann, ne? Und auf den letzten Drücker schmeißt unser Ben hier nochmal eine Zeit hin. P8, das ist ganz solide. Er ist auf 8 vorgefahren. Wow, auf der letzten Drücker. Der Ben oder was? Ja, noch vor Sebastian. Oh, damit haben wir es beendet. Do we start a drive? Da können wir es gar nicht mehr Start rein. lines? What do I do? Mhm. Das war doch mal eine spannende Kiste, oder? Overall 44. Boah. Und jetzt haben wir Sonnenschein, Jetzt leuchtende Sonnenschein hier. Hol den Caipirinha raus, die Pack die Sonnenbrille. Badehose aus. Pack die Badehose aus. Silvester. So. Und damit hat jetzt die Startaufstellung auch schon begonnen. Have fun, everybody. Bleibt ihr dann hier bei uns im Kanal oder was? Ja, ich könnte. Denkt an die Regenreifen abzumontieren. Was er jetzt montiert? Die Regenreifen runter. Ach so, ja, danke, habe ich gemacht. Shite, I forgot my sunglasses. Eigentlich sollte es ja hier im Rennen jetzt komplett trocken sein, aber ich sehe da immer noch Pfützen stehen. Waiting for God's sunglasses. Oh je, das verheißt nichts Gutes. Wo ist denn hier eigentlich Quick Fast Repair? Wo stellt man das her? Da. Hoffen wir mal, dass sich die Fahrer da ein bisschen drauf einstellen können. Good luck, everyone. Good luck, everyone. Was haben wir denn im Feld gehabt? So viele Knöpfe, da weiß ich gar nicht, was du machen sollst. So. Ja, 15, 16 Autos, das ist ein schönes Feld. Jo. Ihr wisst, insgesamt haben wir 19 Fahrer im Grid stehen, wobei ich gerade sehe, dass Bill Nessamis hier gar nicht im Grid steht. 19, oder? Ja. Ja, ich habe das nur mal so grob gezählt. 19. Wo ist Nummer 17? Wo ist denn die 17? So wie es aussieht, denke ich mal, wird hier Thomas Willershausen auch aus der Box nachstarten. Der ist auf jeden Fall da. Ich bin 16, wer ist 17? Eugen Scharf. Der ist doch nicht draußen? Der steht. Oh ja, nee, hinter dir. Ja, Bill Was Nessamis. Nur noch wenige Augenblicke, da müsste dann auch die Startampel erscheinen und das 7. Rennen der Saison freigeben. So, hoffentlich geben sich da alle Mühe da und machen keinen Quatsch. 10, 9, 8, Hier einen schönen Rennstart, hier ohne Incident. 3, 2, Alles Gute. Grüne Flagge. So, los geht's. Oh, Josephine Becker. Luke schießt hier super aus den Startlöchern, geht hier sofort in Front. Dahinter Josie. Verteidigt hier geschickt ihre Position gegen El Cotletto. Das war knapp gerade, wa? Direkt daneben Eugen Scharf. Vielleicht noch ein bisschen voll. Wolfram guckt sich das von hinten an. Alle scheinen hier sauber weggekommen zu sein. Ganz leichtes Spray von den Reifen. Das sehen wir. Ja. Und Michael Draxler beschimpft hier grundlos die Josie. Das hätte ich jetzt nicht. Und die Art und Weise, wie er das tut, können wir leider nicht dulden. Deswegen müssen wir hier mal eine Verwarnung Sogar aussprechen. noch putzen. Ja. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet tatsächlich, ja. Und zur Überraschung aller ist hier überall noch nass. Ja, auch interessant. Hier stehen Pfützen. Oha, ich hoffe mal, dass sich hier die Jungs und Mädels drauf einstellen können. Ja gut, aber damit hat jeder zu kämpfen jetzt, ne? Aber für die schwierigen Bedingungen hier scheint hier der Start sehr, sehr sauber und gelungen zu sein. Byron ist das. Luke führt hier vor Josephine, dahinter ganz dicht Michael Draxler auf P3 und Eugen Scharf auf 4. Und dann schon mit einem kleinen Abstand Wolfram Fund und Pascal Steinke auf 5 und 6.
Und damit haben wir die erste Rennrunde auch schon hinter uns gebracht. Und so wie es aussieht, alles hier sauber. Okay, die Josie, die jagt auf jeden Fall den Luke hier. Das war weit. Oh, Luke hat sich da ein kleines bisschen verbremst. Uiuiuiui. Das nutzt Josie sofort eiskalt aus und geht vorbei. Das ist vorbei, ja, aber der Luke, der lässt nicht nach. Luke versucht das sofort wieder einen Gegenangriff zu setzen, aber Josie kontert das geschickt und macht da die Wege dicht. Aber dass da noch Pfützen stehen, ey, das hätte ich echt nicht gedacht. Nach 6, 7 Stunden. Unser Tommy hat hier nicht damit gerechnet, dass hier immer noch Pfützen stehen. Bisher scheinen ja die Jungs und Mädels gut damit zurechtzukommen. Dass da die Pfützen noch stehen. Sebastian hier, relativ solider Start, befindet sich aktuell auf Rang 9, direkt hinter Manning Brennan. Da ist die trocken gefahren worden. Hinter ihm Ben Summers, P10, und dann haben wir schon eine etwas größere Lücke zu Bens Teamkollegen, Michael J. Taylor auf 11, Don Runkle Jr. auf 12 und Robert Simpkins auf 13. Und direkt hinterm Robert auf 14 haben wir dann seinen Teamkollegen Kleber Botaro Mora. Hier haben wir mal Michael J. Taylor im Bild, aktuell P11. Die Jungs gehen jetzt in die dritte von insgesamt 30 Runden. Don Runkle Jr. verliert hier ausgangs der letzten Schikane sein Fahrzeug. Und das komplette Feld geht hier vorbei. Gucken wir gleich mal, was da passiert ist. Fällt hier noch hinter Thomas Willershausen zurück, der aus der Box nachgestartet ist. Der ist Dreher hier, verdammt nochmal. Okay, first incident here. It's Don Runkle. Don Runkle in the last chicane. Oh no. It's really a shit chicane. Yeah. Maybe all three of my teammates. Oi. Okay, car spins around and then, oh dear. Stay there, do not move. Close. Ja, der Luke, der hat sich erstmal unter der Josephine eingereiht. Und da hinten sehen wir schon den nächsten Zwischenfall. Da hinten ist einer. Michael Draxler verliert da sein Fahrzeug. Draxler steht da. Ja. Wo denn? Der fährt schon weiter, ist auf derselben Stelle, wo Don Runkle vorhin gestanden hat, aber ist auf 10 zurückgefallen. Next one, Michael Draxler here, also last chicane. P3, yeah. It's on lap 3, yeah. I would say a bit too fast into the, hit last the chicane, curve. Yeah. It's on the right side. Ja, ich weiß nicht. Too much. And the wet pedal there. El Cotletto fällt da bis auf P10 zurück und plötzlich fällt hier vorne auch Eugen. Ich glaube, die Team geben sich nichts, ne? Byron und Thomas? Ja. Okay, it's Eugen Scharf here. Okay, ui! Plätzen 3 und 4. That's in the puddle here, yeah. Warm. A little bit too wide on the curb here in the puddle. Oh, that's crazy. Ja. Oh, du Scheiße. That's crazy, ja. Wett drauf. Und Eugen fällt dann noch hinter seinen Teamkollegen zurück. Deswegen fällt er so seltsam. Ich hab doch gesagt, das macht die Regenreifen runter. Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich hab doch gesagt, mach die Regenreifen runter. Ja, ich doch nicht. Der Byron hat noch welche drauf. Byron hat Regenreifen drauf. Und ich wundere mich, warum fährt er so seltsam? Ich bin bloß gerade zu dicht auf ihn raufgefahren. Was ist das denn? Regenreifen? Das ist ja schon geil, die Grafik, wa? Und während Byron da mit Regenreifen unterwegs ist, hatten wir den nächsten kleinen Zwischenfall. Ja, dann ist er, da hat er die gleich Fritte gefahren. Pascal Steinke ist da von P4 auf P9 zurückgefallen. Wie lange hält er damit durch? Guck mal. Und da hat Pascal gleich nochmal einen Dreher direkt in der Pfütze ausgerutscht. Lupenreiner 360. Und während Don Runkle Jr. die Box ansteuert, fliegt hier der nächste. Nein. Unser Sebastian geht hier segeln. Zum Glück gibt es da genug Platz. Oh mein Gott, wie geht's? Nimm noch einen Dreher. Oh nein, und da beginnt er zu kreiseln. Oh, fast lässt er wieder einfädeln. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag um. Die Jungs und Mädels haben hier zu kämpfen. Josephine schon? Ach du Scheiße, das ging ja schnell, da. Bist du überrundet oder was? Ja, gleich. Wolfram, der is cutting the chicane. And behind him, Pascal loses his car. Oh, too heavy on the throttle. Ooh, careful. Oh, okay, he was lucky. Nice. Josephine und Luke bestimmen hier wieder. He loses a lot of places, but he can continue. Wolfram auf 3 und Dominic Ochochuso auf 4. Wahnsinn. Byrons Teamkollege hier.
bei seinem Heimrennen mit einem sensationellen Start ins Dominik hält ja die Ehre der UK Boys hinter ihm auf 5, Manning Grinham. Ja, gut. Und unser Ben Summers auf 6. Da hinten sehen wir es und Michael Draxler schon wieder auf 7 nach vorn gefahren, verfolgt die Jungs hier. Manning auf 5, dahinter Ben auf 6. Und Michael Draxler ist schon auf 7 wieder. Und Eugen Schaaf liegt direkt hinter seinem Teamkollegen auf P8. Haben wir hier Eugen auf 8, Pascal Steinke auf 9 und Michael J. Taylor auf 10. Oi! Und da der nächste Ausrutscher von El Cotletto. Der ist getroffen worden. Ist das der Ben? Ja, gibt der Ben eine mit. Oh nein, ist das Auto krumm? Sieht nicht so aus. Und Ben scheint dann nochmal glimpflich davon gekommen zu sein. Aber das war ein wilder Slide von Micha. Und direkt dahinter gab es schon gleich den nächsten Zwischenfall. Ja, aber der muss aufpassen da. Der soll den Ben da nicht abrosten. Michael J. Taylor also loses his car here in the last chicane. But he can prevail a crash into the wall. He loses a lot of time and can continue. Oh, Sebastian auf 12. That was close. Ich habe den Einsatz wieder aufgeholt. Völlig unbeeindruckt davon zieht hier Thomas Willershausen seine Kreise. Nee. Aus der Box gestartet liegt er jetzt schon auf P13. Sauber. Byron, der fährt hier abseits der Strecke. Ich glaube, der sucht hier die letzten... Ja, der fährt durch die Pfützen. Die letzten nassen Stellen. Ja, macht er wirklich. Der fährt ein Zeug zusammen, denke ich, die ganze Zeit. Jetzt siehst du mal so futsch überall von denen. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Kommst auch nicht vorbei dann, ne? Auch da schalten wir direkt gleich mal hin. Okay. Aber das ist ja, ne, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Aber das ist wie es ist, ne? X1. Oh, Luke. Luke is on P2. P2, ja. Luke is also a little bit wide and loses his car. Ja, also, wet curb, I think, ja. Ja, Wolfram rehabilitiert sich nach seinem desaströsen Rennen in Rotamerika. Während Wolfram hier mal wieder eine außergewöhnliche Leistung zeigt, haben wir schon wieder den nächsten Zwischenfall. Schalten wir direkt hin. Aber die Pfützen sieht man jetzt, oder? It's Michael Draxler. Michael loses his car again in the puddle. Ja, Michael Draxler in a puddle here. Uiuiui. I would say that car is destroyed. Uiuiui. We have... Oh, it's Eugen Schaaf here. Oh dear. Team collision. Oh no. Okay, yeah, no, he is still alive. Und Don Nagel Jr. steuert jetzt hier erneut die Box an. Ah, Kacke! Shit, sorry, I'm off the Oh nein! Oh no! Oh no, Medical Center. Und da hat's jetzt richtig gekracht. Ei. Ach, schade, unser Byron nimmt hier den Jan aus dem Rennen. Sag mal, Byron, der soll seine Räder wechseln. Oh Mann. Ei, spektakulär. So. Josephine vorn völlig unbeeindruckt davon. Ja, Du kannst dir sicher sein, dass du in meinem Highlight-Clip dabei bist. Ja. Sie hat durch Lukes Zwischenfall inzwischen sicher. über 11 Sekunden Vorsprung. Aber nicht schlecht. Wo ist denn jetzt hier? Ich habe das gerade ausgemacht, ne? Fast ungefähr. Wie lohnt sich das überhaupt? Wir bewegen immer. Ach, scheiße, da unten drauf, ne? 3 Stück haben wir, ne? Nächster Zwischenfall, wir schalten hin. Okay, we've got Eugen Schaaf here. Too much riding on the curb here on the last chicane and he loses his car. Was also too fast on the last chicane. Ei. Like Luke Schade. in the beginning of the race. Ich dachte, er fährt so langsam da drüben und... Jetzt häufen sich hier die Zwischenfälle. Wie kommt er vorbei? Und dann... Die Bedingungen scheinen den Fahrern hier doch mehr Schwierigkeiten zu machen als gedacht. Da kannst du nichts für. Nö, ist halt passiert. Das war der Byron, oder? Ja, das ist rübergedreht, ja. Unser Skeletor hat ja als erster schon entnervt das Handtuch geworfen. Schade. Ich wollte überholen. Oh, und wir hören es gerade. Ich wollte überholen. Alter. Wir sehen aber hier, dass Sebastian noch fährt. Oh, das hört sich mal an, als wenn er gerade... Da gab es den nächsten wilden Zwischenfall. Sollten wir uns unbedingt direkt mal anschauen. Vorsicht. Eugen again. The next spin here on the last chicane. There's a puddle outside the corner. It's the puddle of death. But always last chicane. Here, this one. Wow, what a rejoin here. Wow. So langsam entwickelt sich das hier zum Crash-Rennen. Der Eugen? Ganz schön wild, die Streckenbedingungen. Ne, haben wir nicht gesehen. Was passiert? Eugen Schaaf versucht jetzt verlorenen Gang im Boden wieder gut zu machen. Unsere Zuschauer haben ja gerade gesehen, was da vorgefallen ist. Konzentrier dich weiter, ansonsten mach dich auf stumm. Ein paar wilde Aktionen, aber Eugen ist hier richtig schnell unterwegs, hat jetzt hier gleich 2 Fahrzeuge mit einmal geschnappt.
Dann haben wir hier auf 8 Pascal Steinke, auf 7 Michael Draxler, kämpft hier wieder mit Ben Summers um die Position. Und da haben wir eben Ausgangsschikane, Qualm stehen sehen, da gab es den nächsten Zwischenfall. Dann haben wir hier. Oh, Dominic here. Uiuiui, oh! That's the luckiest spin of the race. He didn't touch the wall. Like Sebastian Vettel at Hungary 2014. Oh, that's one here. Oh! Uiui. Oh shit. Oh nein, und während wir hier gerade den einen Unfall abarbeiten, hat sie mal richtig gekracht und unser Ben liegt da auf dem Dach. Oh, Medical Center füllt sich langsam. Die kommen jetzt da. Völlig unbeeindruckt davon unser Josie. Ja, das ist natürlich für so eine High-Speed-Strecke, ne? Wenn da was passiert, dann ist meistens irgendwie... Ja, obwohl du viel Auslauf hast, ne? So wie es aussieht, war Byron an der Box. Ja, und hat jetzt Räder gewechselt. Michael Draxler here behind Ben. Oh, yeah. Oh dear. Oh, Ben loses his car and Michael crashed into him. Oh shit. This is a dead for Ben. In reality, Michael Draxler had so many penalties after that race, I think. Ah, kein Platz verloren, bin immer noch 16. 1, 2, 3 bottles here and then, Ben lost the control of the car and then, Michael was directly behind him. No chance to evade. Josephine vorne. Wir haben Josephine auf 1, dahinter Luke Rasputic auf 2, auf 3 Wolfram Fund, P4 weiterhin Dominic Ochochuzo. Auf 5 haben wir Manning Grinnen. P6 Pascal Steinke, war auch wieder nach vorn gefahren. Eugen Scharf inzwischen P7. Unser Sepp Sebastian auf 8. P9 Robert Simpkins und auf 10 Kleber Butaro Nora. P11 Thomas Willershausen. Auf 12 ist Michael Draxler zurückgefallen, jetzt wieder auf 11, nach vorn gerutscht. Da hat es wieder irgendwo eine Verschiebung gegeben. Die wir uns direkt auch gleich mal anschauen müssen. Don Rangel Jr. ist out. Oh nein. Oh, it's Michael Draxler. Michael Draxler loses his car again. Dafür läuft es hier für Manning Grinham richtig gut auf 5. Platz. Hey, Curb got him. That one was a really 360. 15. Nee. Oh, da dreht sich. Oh. Und während da der nächste fliegen geht, wir sehen hier Dominic Ochochuzo. Oh, der lag auf P4. Hatten wir noch einen Zwischenfall. Aber er hat genug Vorsprung vor Pascal Steinke. Oh, Michael Draxler. Damit liegt jetzt Manning Grinham auf dem 4. Oh dear. Koteletto hier, the next spin. Yes, but sorry for that, but these are the drivers who wants to drive in the wet, you know? So, ja. Inzwischen auf Runde 14, wir haben knapp Halbzeit. Und 2 Unfälle müssen wir jetzt noch hier nachreichen. Okay, Byron here. Byron still on rain tires. He loses his car again on the incident hotspot here on the last chicane. Tires are cooked. Yeah, they were too hot. Knapp 14 Sekunden dahinter. Ben Summers here again after repair stop. Ui, Ben Summers here over the curb. Yeah. There was a bump on the curb, I think. But there's enough space and Ben can continue. So langsam entwickelt sich das hier zu einem kleinen Crash-Festival. Wahnsinn. Sebastian inzwischen hier wieder auf P8, vor ihm Eugen Scharf. Ja, das ist ein schwarzer Tag für die Black Tree Race Crew hier. Zwei nicht angezogen. Sebastian hält hier als einziger die Black Tree-Fahnen hoch. Und der Sebastian, der kämpft hier, was geht. P8 ist unter den Streckenbedingungen hier gar nicht so schlecht. Unser direkter Verfolger in der Teamwertung, das Team Code Braun. Ihr seht, sie hatten ja schon den ein oder anderen Zwischenfall. Ganz anders mit dem Team Kaltverformung. Wolfram liegt da aktuell weit vorn und auch sein Teamkollege ist da gar nicht so schlecht platziert. Das ist das beste Ergebnis, was er hier hatte, oder? Nö, ich glaube 12. oder 11. Durch das ganze Chaos liegt hier unser Russell aktuell auf P13 und hält sich relativ schadlos. Hinter ihm Michael J. Taylor. Ben und Byron stehen an der Box. Ben ist, liegt auf dem letzten Punkteplatz, also der wird auch nochmal einen Punkt mitnehmen, wenn er das heimbringt. Don Rangel Jr. hat sich schon ausgeklinkt und Bill Netzames ist gar nicht erst an den Start gegangen. Und da hat jetzt Russell auch einen kleinen Ausritt. Kleber hier unauffällig auf 9, hinter ihm Robert Simpkins, sein Teamkollege. Und auf 11 Thomas Willershausen. Und unser Jan steht da immer noch an der Box. Von ganz hinten gestartet. Macht keine Fehler.
und nimmt die Punkte mit. Da haben wir jetzt schon so einige Ausfälle zu beklagen. Josephine ist hier schon fleißig am Überrunden. Ist jetzt gerade an Thomas Willershausen vorbeigegangen. Josephine ist am... 110 Fahrer in der Führungsrunde. Thomas Willershausen hier, der einzige, von dem ich bisher absolut noch gar keine Fehler gesehen habe. Abgesehen von Josephine. Habe ich dir erzählt, dass ich einen Arbeitskollege habe, der heißt Byron Becker. Nächster Zwischenfall, okay. Schalten wir direkt hin. Dominic Ochochucho hier, P5. Careful! Ah, ui. Dominic Ochochucho hier. Lucky. He also loses the car on a puddle. Nein. Und so wie es aussieht, ist unser Jan da doch nochmal rausgefahren nach Reparaturstopp. Josie ist hier gnadenlos. Ach, scheiße. Oh, zu sehr gelacht. Ah, Kacke. Ich bin wieder eine Pfütze. Oha, der nächste Ausfall. An der Pfütze hängen geblieben. Definitiv. Spiegel. Fuck. Hängen geblieben. Ja, genau, ja, da war's. Zack, Ende. Oh, we have Jan Stefan here. Oh no. Yeah, that was the end. On lap 14, ja. Jan Stefan crashed the car. Oh, and I think that's the end for him. Jetzt hoffe ich mal ganz stark, dass es ein Wolle seine unser Wolfram hier seine Leitung auch hält. Bisher ein absolut sensationelles Rennen. Liegt hier auf Podiumskurs und ist nur 4 Sekunden weg von Luke Rasputic. Einfach nur Sahne, was Wolfram heute hier zeigt. Aber das ist ja schon so ein bisschen so ein Regenrennen light, ne? Mit den Pfützen. So schlecht finde ich das nicht, du. Auf jeden Fall ist das ganze Training für die Katz gewesen diese Woche, was ich gemacht habe. Oder? Ja. Welches meinst du jetzt? Ja, alle Trockentrainings. Ich habe ja immer Trockentraining auf trockenster Trockenstrecke gemacht. Ja, aber das zweite Rennen wird doch, dann sind die weg, die Pfützen. Das ist eigentlich direkt im Anschluss hier, ne? Also das, oh, und wir hören es gerade von Sebastian, da gab es den nächsten Zwischenfall. Dominik ausgedreht. Dominik hier, the next spin on P6. On P6, ja. He loses the car again, and again he can prevail a crash. Ja. Oh, ja. So many spins here in this race. War der Glück gehabt, ja. Josephine hier vorne hat inzwischen mehr als die Hälfte des Feldes überrundet. Aber auch, ne, die Pfützen, ne, die unterschätzt man dann. Wenn du runterkommst von der Linie, dann hat sich erledigt. Denn. Yes. Mal wieder eine mehr als beeindruckende Vorstellung und sie konnte sich am besten hier auf die Bedingungen einstellen. Oh, Dominik geht hier schon wieder weit. Und ihr habt es gerade gesehen, nach einem beeindruckenden Start kommt hier Dominik so langsam ins Schlingern. Hat lange Zeit vorne in den Top 5 gelegen. Du warst dann auf 6, habe ich gerade gehört? Ja, ich habe fast alle Schikane ausgebremst. Wo ist sie denn? Warum sehe ich die nicht? Sebastian nach seinem anfänglichen Ausrutscher hat jetzt so langsam alles im Griff. Wer geht denn da weit? Spannend werden, ne? Steinke gegen den Sebastian. Sebastian wird hier verfolgt von Pascal Steinke und Josephine hat jetzt hier schon mal eine 1-1er Zeit hier hingelegt. Wow. Ja, irgendwie schneller als ich. Sebastian und Pascal verlieren hier nach vorne immer mehr den Anschluss und von hinten kommt Josephine angebraust. Nach vorne und hinten mehr als reichlich Luft. Absolut top heute unterwegs hier in den Top 5. Vor ihm hier Ben auf 15 und Michael J. Taylor auf 13. Und und ihr habt es gerade gehört, da gab es den nächsten Zwischenfall. Schalt mal hin. 60 und weiter geht's. Das hat Zuschauer hier. Also ich würde sagen, eine glatte 10. Next one, Michael Draxler. And also Michael Draxler is spinning again. Letztes Mal 2 Sekunden hat er da verloren. You're good at that. He's good in spinning. Autodance, Car Dance. Und weiter. Das war so ein Angeber-Move. Ja, echt hier. Rockford-Kehre, oder wie nennt sie das nochmal? Boah. Der Tommy kennt sich bei den Driftern gut aus. Na, das war doch ein Detektiv. Ach hier, Detektiv Rockford, ja. Ja, Rockford-Wende, so hieß das. Okay. Also so ein wildes Rennen hat man bisher noch nie. 10 Runden haben wir noch auf. Muss man wirklich aufpassen, dass man hier nicht den Überblick verliert. Oh, Dominik fliegt hier zum nächsten Mal. Unser Dominik hat echt den Faden jetzt verloren, ein bisschen. Ja, ganz schön lang das Rennen, oder? Kämpft sich aber weiterhin tapfer durchs Rennen. Super. Oder irre ich mich? Ja, du wirst dich.
Wolfram hier vorne zieht auch fehlerfrei seine Kreise. Absolut top. Ah, hier, ja, gut, okay. Durch die normalerweise 1 Minute, was weiß ich, 3 oder so, sind wir jetzt bei 1 Minute 8 oder so um den Dreh. Wo sind wir jetzt? Wo haben wir denn hier die Führende? Die Rundenzeiten sind ja. Ja, genau. Ah, obwohl sie ist 1,2. Josephine ist bei 1,2. Kalkulierte Zeit in Heat 1 ist 31 Minuten und 35 haben wir ja kalkuliert. Ja, das passt nicht. Das zählt nicht, die Zeit. Die Jungs und Mädels hier vorne haben jetzt die 21. von insgesamt 30 Runden eröffnet. Wir sagen Hut ab vom Wolfram, was er hier zeigt heute. Thank you. Rehabilitiert sich. Robert Simpkins hier heute auch mit einer geringen Fehlerquote auf P8. Sehr gut. Ja, die waren die Woche ja auch wirklich am Trainieren wie die Tiere. Hinter ihm sein Teamkollege Kleber auf 9 und Thomas Willershausen ist inzwischen in den Top 10 angekommen. Das merkst du dann auch mal gleich. Josephine wird jetzt gleich den 7. Platzierten überrunden. Und dann hat sie Sebastian vor sich. Das wollen wir ja mal sehen. Ihr wisst ja, warum ich nicht mitfahre, ne? Damit wir eine Chance haben, ne? Sepp, du hast ja einen Abflug gehabt, also das rein von der Rennzeit her kann man das ja nicht so kalkulieren. Und während es jetzt mal 2 Runden ruhig war, haben wir jetzt den nächsten Zwischenfall zu vermelden. Mit wem redet es jetzt? Eugen Scharf here on position 5. Hi, Eugen, the next spin hier. We have an incident without a puddle. It was not the puddle's fault, come on. Manning mal neben der Strecke. Ein Tempo vor. Ja. Oh nein, Manning. Oh, und ihr hört's gerade, wir haben den nächsten Unfall zu vermelden. Schalten wir direkt mal hin. Manning Rennen here, oh, careful. Wow, on P5. Oh, no. Was that with impact? Oh, Manning was on P4, oh no. Yeah, P4. Is it so difficult to see, or? Aber Simpkins liegt 6,5 Sekunden hinter Manning zurück. Ah, der Russell war gut, das war jetzt hier wild. Da hat Russell ein bisschen quer am Weg gestanden. Manning ist da bis auf P7 zurückgefallen. Russell liegt da schon eine Runde zurück. Liegt aktuell auf P14. Pascal ist wieder auf 6 nach vorne gekommen. Allerdings ist er schon überrundet hier von der Josie. Also die hat nur noch 5. Nächster Zwischenfall. Wir schalten hin. Ja, aber so liegt nicht, glaube ich. It's Dominic again. Oh dear. Okay. He loses the car again on a puddle. Yeah, but those puddles in this situation are good because they cool the tires down. Always see the bright side of life. Yeah, it's really difficult. Yeah, I did not expect those puddles, and yeah, I'm a bit sorry for that. Yeah, what should I say? It was actually kind of fun. Aber ehrlich gesagt, ich finde es schon sehr spannend dadurch. Ich finde das echt spannend. Thomas Willershausen inzwischen P9. Thomas Willershausen, durch den ganzen Zirkus wieder schadlos gehalten, liegt auf Platz 9. Ja, aber das ist doch geil, das finde ich der hat im letzten Rennen wirklich zusammengerissen. Und hat aber auch mit viel Pech gehabt, ne? Und jetzt so gut, das ist super. Fährt seinen Stiefel runter, macht keine Fehler. Oh, da haben wir es gerade noch im Hintergrund gesehen. Immer Top 10. Der nächste Zwischenfall. Ja, der hat ja auch ein Tier trainiert und Setup gemacht. Und dann hat er mal Pech gehabt im Rennen, ne? Schalten wir auch direkt gleich mal hin. Silverstone war, glaube ich. Da hat er ganz viel Pech gehabt. Und wo war noch? Letztes Rennen doch, glaube ich, auch, ne? Clever Potaro Mora, der next incident here in the last chicane. Ja. He also came a little bit too wide in the curb. So viele Un- und Zwischenfälle heute, einfach Wahnsinn. Josie ist jetzt da. Da bin ich mal gespannt nachher auf den Highlight-Clip. Und Josephine ist jetzt inzwischen an Sebastian dran und wird ihn jetzt hier überrunden. Wahnsinn, Sebastian liegt hier auf P5. Das ist so wie so ein so ein Imsa-Rennen, ne? Wo du dann so GT3s gegen Prototypen hast, ne? Da hat Tommy recht, Josephine in ihrer eigenen Liga heute. Jan, hast du jetzt abgestellt? Ja, das machte keinen Sinn. Guck mal, 2 Räder verloren, ne? Ja. Ich glaube, macht er da überhaupt noch Fast Repair? Das war... Ja, nee, du hast bei einem Fast Repair kriegst du nur, wenn das Auto reparabel ist, ne? Ah, okay, echt? Habe ich jetzt gar nicht gedacht. Naja, gut, nur ist zu spät.
wenn das Auto zerstört, ja, dann kriegst du keinen Fahrtsreturn mehr, weil es kann das Auto repariert Das habe ich werden. noch gar Ne? nicht gewusst. Das habe ich noch gar nicht gewusst. siehst du? Ich dachte mir, ja gut, dann spart er das mal auf. Habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Doch beim allerersten Rennen im Monza, da habe ich das gebraucht. In der ersten Saison. Unser Wolfram hier auf dem Weg zum nächsten Podium, absolut super. Nächstes Mal weiß ich Bescheid. Ein sensationell sauberes Rennen. Hinter ihm Eugen Scharf auf 4 und unser Sebastian hier auf 5. Also kann man das- Über alle Berge hier. Aber festhalten, Josephine ist ein Prototyp. Ach, guck mal hier, Byron. Ja, das sieht ja noch gut aus. Ich habe da immer noch welche Position hier? 16? Bin immer noch, ob ich jetzt rausgefahren wäre oder nicht, bin immer noch 16. Ja. Wow. Das wäre nicht Aber- besser geworden, du. Wer hat Ja, denn ich da weiß noch schon, sein Auto? Wer hat denn da noch sein Auto gerade zerstört? Nächster Zwischenfall schalten wir dann auch gleich hin. Wer- Dominik hat sein Auto zerstört, ist auf 13 wieder raus. Aber der ist rausgefahren, okay. Ich dachte eigentlich, wenn das Auto also richtig kaputt ist, dass es keinen Fahrtsreturn mehr gibt. Okay, it's Manning Rennen here. Oh. A little bit too fast into the corner and he loses the car again. But nothing happened and he can continue. Still driving? Aber vielleicht ist das ja irgendwie, keine Ahnung. Josephine wird jetzt hier die 27. Runde eröffnen und hat schon mehr als 15 Sekunden Vorsprung auf unseren Luke, den wir hier auf P2 haben. Luke bis auf den kleinen Dreher auch ein absolut sensationelles Rennen. Konnte leider Josephine nicht ganz Paroli bieten. Trotzdem zeigt auch er hier ein ganz, ganz starkes Rennen. Dann haben wir hier Wolfram Fund, der jetzt gerade Manning Grinham überrundet hat, der jetzt gerade wieder einen Zwischenfall hatte, wie ihr eben gerade gesehen habt. Was ja interessant ist, ist, dass ja hier der Zieleinlauf ist ja die Startaufstellung fürs nächste Rennen. Ja. Evil Tech heute hier ganz, ganz stark unterwegs. Inzwischen Thomas Willershausen auf P8. Eine absolut fehlerfreie Fahrt. Direkt aus der Boxengasse gestartet. Absolut sensationell. Hinter ihm Manning Grinham P9. Und Michael J. Taylor liegt auf dem letzten Top-10-Platz. Alle schon überrundet. Das ist heute ja eher ein Überlebenskampf als ein Rennen. Drive to Survive. Michael J. Taylor hat es hier bis auf P10 nach vorn gespielt. P11 Kleber Rotaro Mora. Und Draxler fährt auf 12. Ah, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Dings, ich bin noch hinten raufgefahren, Russell. Das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Michael Draxler fährt hier vor seinem Teamkollegen auf P12. Allerdings Eugen Scharf eine Runde vor ihm auf Rang 4. Oh no. Draxler fliegt und stut seinen Teamkollegen. Und das war auch extrem eng für Josie. Nein. Und da rodet auch gleich der nächste, Dominik. Michael Draxler kassiert ja die nächste Strafe. Hat was geholfen? Die nächste Überschreitung wegen Incident Point Limit Überschreitung. Gerade. Und auch für Eugen Scharf war hier das Konto voll. Jetzt. Oh, das Teamcode Braun eliminiert sich hier gegenseitig selbst. Das ist aber echt ärgerlich, ey, mein Gott. Was für ein verheerendes Rennen bisher her für Michael Draxler und Eugen Scharf. Sorry, I was trying to get to the inside. Get out your way. All good. Ob die sich wohl protesten werden? Oh nein, was ist das? Dominik war in den Unfall mitverwickelt. Oh, und da liegt Dominik schon wieder in der Gegend. Müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Ja, Josephine also ist der jetzt da- gleich in der letzten Runde. Michael Draxler loses his car der da and nach Hause eiert, Eugen crashed into him and fly away. Oh! yeah. Another team collision. Oh, Yeah, man. team collision here and oh dear. Oh, yeah. Das ist Oh, Manning the gegen car Byron cars oder behind. was? Oh, I think Byron hit the background. Hui. Und während Josephine hier in der vorletzten Runde unterwegs ist, schauen wir uns nochmal den Zwischenfall von Dominik an. Luke ist 14 Sekunden dahinter. Die ersten 3 sind noch in der Führungsrunde. Oh, Dominic still driving? Ui. Oh no, come on, really? That was really close. It's Luke on P2 and yeah, Dominic. Yeah. Oh dear. Wow. Okay, all good from Luke. that was scary. That was a scary moment. Luke hat aber auch 13 Sekunden Vorsprung auf Wolfram. Und Josie hat jetzt die letzte Runde eröffnet. White Flag.
Vor ihm Robert Simpkins auf Platz 6. Das ist ein Durcheinander hier auf der Strecke. Eines der chaotischsten Rennen, was ich bisher hier kommentieren durfte, geht Thomas jetzt hier in die letzte Runde. Sensationellen 7. Platz. Thomas Willershausen hier P7 aus der Box gestartet. Absolut sensationell das Rennen von ihm. Schauen wir mal, ob er es bis ins Ziel bringt. Direkt hinter ihm Manning Grinnen. Ja, das wird mal. Und Michael Draxler kassiert jetzt hier die nächste Strafe. Schon fast reporten, ne? Das ist absoluter Rekord, das gibt's gar nicht. Aber Michael Draxler, das könnte man schon fast schon reporten, wegen Bewegung. Er hat ja nicht die Bremse gehalten, oder? Kann man da? Ah, nee. Hat er sich bewegt oder nicht? Aber die werden sich ja nicht gegenseitig vom Team rücken. Nein. Ich meine jetzt, Dominik könnte das. Dominik könnte das. Danach kommt hier Luke ins Ziel, hat aber noch ein ganzes Stück weg. Ein total irres Rennen geht hier zu Ende. Gratulation an Luke. Die Zielflagge auch für Luke. Herzlichen Glückwunsch, P2. Ich denke mal, dieses Rennen wird zu einigen unserer Fahrer im Gedächtnis bleiben. Dominik kommt als 14. ins Ziel. Gratulation an Dominik. Top, dass er sich da durchgekämpft hat. Da kommt unser Wolfram, rehabilitiert sich hier. Ein ganz herzlichen Glückwunsch. Ein Sahnerennen für ihn. Ich glaube, das ist das beste Ergebnis, was er hier hatte, ne, bei uns. Wolfram hat jetzt hier schon das 4. Mal einen Podiumsplatz geholt. Oh, Entschuldigung. Ja. Oh nein, und Robert Simpkins hat hier die letzte Schikane abgekürzt und kassiert noch eine Strafe. Thomas Willershausen auf 7, das ist auch super. Ja, dann müsste sich das so einbürgern, dass wir da so einen schönen Tag der Medienz hinkriegen. Ein denkwürdiges Rennen geht hier zu Ende. Das war auf jeden Fall wild. Und sagelt hier nochmal Strafen nach dem Rennen. Da kriegst du auf jeden Fall Zusammenschnitte zusammen. Die Highlights dieses sensationellen Rennens werden wir uns jetzt gleich nochmal anschauen, bevor wir dann ins nächste Rennen starten. So, jetzt haben wir erstmal Warm-up. Jetzt kann man erstmal alle eine rauchen. Und etwas runterkommen hier. Genau, alle können jetzt gleich ein bisschen Kraft sammeln und dann geht's weiter. Ja, Josephine, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall hier die schwierigen Bedingungen am besten gemeistert. Entschuldigung nochmal, dass ich hier so einen scheiß Trainingsserver die Woche gemacht habe, aber ich konnte diese Bedingungen leider nicht ahnen. Ja. Also, das... Jungs, wie viel Sprit muss man mitnehmen eigentlich? Oha. Aber ihr Luke, super gemacht, Glückwunsch. Ihr wart nur noch zum dritt Ich hab reingeschossen, scheiße. Good luck, everyone. Yeah, go. Ich hab's leider nicht gesehen, aber ihr wart... Ja, danke, Anke.
Ariana lost the rear end. Okay, shit happened. Ja, die ersten Runden waren echt tricky. Nach der dritten oder vierten Kurve, dann irgendwann war da anscheinend schon wieder davor. Nur weil die sich verteidigen, ist klar. Ja, okay. Dadurch bin ich angekommen. Oh, man. Sorry. Fast da die Mauer mitgenommen die ganze Zeit hinter mir, ne? Immer noch, okay?
geht, das ist die letzte, ne? Ich muss hier wieder neu starten. Ich bin mal gespannt, ob es hier so ein paar Protests gibt. Aktuell befinden wir jetzt uns hier noch im Warm-up. Die Jungs trainieren hier noch ein bisschen, aber man sieht, hier stehen immer noch kleine Pfützen. Die Strecke wird ja auch im zweiten Rennen nicht vollständig abgetrocknet sein und ich befürchte, dass das wieder ein wildes Rennen wird. Drücken wir mal die Daumen, dass dem nicht so ist. Hallo, hallo? Ja. Ja, du warst plötzlich abgeschnitten und nicht mehr zu hören. Irgendwas mit Willershausen hast du gesagt und dann war Schluss. Patrick, bist du wieder da? Ja. Wer war das da in Sandwort hinterm Thomas Willershausen? War das der Pascal Kleinke? Ja. Der war schneller, ne, als der Thomas. Ja. Ah. Genau, als es dann so quasi zum Incident gekommen ist, so, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Thomas da so ein bisschen sehr den Kaffee auf hatte und so ein bisschen trotzmäßig dann irgendwie aufs Gas gestiegen ist und sein Auto eingeplant hat. Na klar, das macht man doch immer. Ich wollte das jetzt so ein bisschen Kontenance. Aber ja, das war so ein bisschen so eine Trotzreaktion, weißt du, so Gott ist mir reingefahren und jetzt, oh, das Auto ja. Echt? Ja, das okay. Ja, das. Ja, das ist halt jeder Jack ist anders, ne, so. Ja, ist okay. Hätte ich nicht gedacht, aber gut. Ja, dann, also, wenn du so ins Cockpit reinhörst, also wenn du reingehst ins Cockpit und hörst auf den Motor, so, dann normalerweise so jeder, der irgendwie im Begriff ist oder halt abschiebt, so, dann versuchst du ja bloß nicht die Wand zu pressen, du gehst vom Gas, ne, oder wird das Auto irgendwie rum, oder manchmal haut man auch einfach den Rückwärtsgang rein und Vollgas, damit du ja nicht einflankst, aber wenn du dann merkst, so im Moment, warum steigt er jetzt aufs Gas und volle Lotte in die Bande oder so, das ist ja dann so. Okay, brauchen wir ein bisschen Ober. So. Alles Gute, Jungs. Oh. Ja, genau, nicht denken. Und damit hat das Gritting für das zweite Rennen hier in Truxton auch schon begonnen und die Jungs und Mädels stellen sich jetzt hier alle auch ganz zügig auf. Oha, bist du dir sicher, dass du hier in dem Discord-Kanal bleiben wirst? Josie startet natürlich von vorn, dahinter Luke und Wolfram. Ah, Luke ist auch da, zum Glück. Hat diesmal geklappt. Sebastian geht von 4 ins Rennen, Pascal Steinke von 5 und Thomas Willershausen von 6. Und wir haben jetzt Luke und Josephine hier drin, oh mein Gott. Und jetzt müsste auch jeden Augenblick die Ampel erscheinen. Ach, das war's für PS Pro Rennen? Ja. Hätte ich ja echt noch asen. Oh, das hätte ich ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch geast, ey. Hätte ich noch was rausgehauen, da wäre bestimmt noch Führung drin gewesen. Das sagt doch keiner. Alles okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Josephine ist weg und los geht's.
Grüne Flagge und die wilde Jagd ist erneut eröffnet und Luke greift hier sofort an und versucht da an Josie vorbeizugehen. Die wehrt sich aber hier gekonnt. Ja, das ist nochmal Nase vorn, okay. Dahinter Wolfram auch super vom Start weggekommen. Pascal ist da schon an Sebastian vorbeigekommen auf 4. Ja, ein bisschen nach hinten. Auf 6 weiterhin Thomas Willershausen. Ich habe den Spotter vergessen anzumachen. Dahinter Michael J. Taylor auf 7, Manning Grinham auf 8, Eugen Scharf schon auf 9 nach vorgefahren und auf 10 Robert Simpkins. Hier der nächste Angriff, Eugen gegen Manning. Boah, gefühlt ist es wieder ein Nachbar. Eugen geht da auch sauber durch. Ja, und die Jungs merken, dass hier immer noch Wasser steht. Byron hat es wieder rausgehauen. Wir hören es gerade und da sehen wir es auch. Byron. Der hat aber diesmal Trockenreifen drauf. Wer kann, der kann. Byron again with rain tires. Red tire. Why? Why? Oh, why did it? Maybe he forgot to change it after the race. But the same mistake 2 times in a row. Okay. Oh, that was cold red tires, ja. Und hier im hinteren Feld geht's wild zur Sache. Ben ist da gerade an Kleber Botaro Mora vorbeigegangen. Hier vorne Michael Draxler hat sich schon auf P10 nach vorn gekämpft. Eugen Scharf liegt da schon auf P8 und kämpft jetzt sich hier immer weiter nach vorn. Versucht jetzt hier Michael J. Taylor anzugreifen, der auf P7 liegt. Davor auf P6 immer noch Thomas Willershausen. Hinter Eugen Manning Grinham auf 9. Ja, der Eugen, der will wieder gut machen, ne? Und jetzt hier direkt hinter dem Duo Michael Draxler, der nächste Angriff. Oh, das war knapp. Eieiei. Ich weiß nicht, was das soll, aber es ist auf jeden Fall wieder so nass wie beim ersten Start. Da dürften sich ja die Fahrer jetzt so langsam eingewöhnt haben. Ja, das ist nicht weggefahren worden. Und bisher ist ja hier auch alles sauber. Ja, aber es müsste ja bisher keine großen Unfälle zu vermelden. So sein wie am Ende des Rennens. Manning schießt da mal kurz durchs Gras, nichts passiert. Den Eindruck habe ich nicht, dass es wieder so ist. Also ich bin schon der Meinung, dass sich das weiterentwickelt hat. Luke hier vorne ganz dicht an Josephine dran, dahinter schon eine kleine Lücke zu unserem Wolfram. Konzentriert, Jungs. Jeder hat dieselben Bedienungen. Josie und Luke sind schon wieder auf und davon. Wolfram knapp 2 Sekunden dahinter. Nächster Zwischenfall, wir schalten hin. Dann sein Teamkollege Pascal. That was Byron. Good decision. In this condition you cannot drive with was mit Byron passiert? No Yes, but he did. Yeah. Yeah, okay. Yeah, but not very fast. They'd probably give me better grip in the grass, though. I should add wet on then. Aber das sieht so geil aus. Oh yeah. Thomas Willershausen liegt hier auf 6. Oh, was passiert? Oh, und wir hören es gerade, da scheint es irgendwo böse gekracht zu haben. Oh, Ben, oh nein. Ben hat kein Heckflügel mehr. Michael J. Taylor. Ja, a paddle spin. Michael also lost his car on a paddle. But many 360 spins on the track. And directly behind him we have the next crash. Oh! Oh, that was Dominic, I think. Yeah, Dominic crashed into Ben. Yeah, Ben spun out. Like the Cobb Brown incident before. Yeah. Wow. Oh, and Robert very close. Very lucky, yeah. Ja, aber ich habe ihn überholt gerade. Weil das langsam war. Das hat er nach mir down. Ja, wahrscheinlich. Jetzt überholt er sich wieder. Hier vorne Kleber Botaro Mora auf 12. Wenn wir gleich sehen, dann muss er dann wirklich eklatant langsamer sein dann. Aber hier der Platz 11, 12 und 13, Checker Pass Racing. Und wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten, während hier Michael J. Taylor fliegen geht. Michael J. Taylor tanzt hier durch die Gegend. Also die Engländer, die sind ja jetzt irgendwie, die sind ja ganz schön am Abluden, muss ich sagen. Ne? Ben's car destroyed. Without rear ring. Byron sliding through there. Ja, Das ist auf jeden Fall ganz schön spektakulär, da wenn die Autos da durch die Pfützen fahren. Oh dear. Ja, without rear ring. Jetzt hier zwei Ja, der lässt das nicht auf sich sitzen, ja. Unser Luke hier ist ganz dicht dran an Josephine, während Wolfram da immer mehr abfällt, hat jetzt schon 4 Sekunden Rückstand. Luke gibt da auch mächtig Gas, dass er da dranbleiben kann. Byron still on wet tires. Ja. Upsi. On melting tires. Okay. Oh dear. What is that in our yard? Oh, they're after the dog.
Oh, das sind so tolle Bilder, ne? Mit diesen Spiegelungen da, der Sonne in den Pfützen, das ist schon spektakulär. Qualifying, da war meine Grafikkarte am Anschlag. Das Führungsduo eröffnet jetzt gleich Runde 6. Huch. Aber die Spannung. Uiuiui. Schwerwiegender Fehler von der Josephine. Oh, hoffentlich geht das gut da. Aber was für eine Fahrzeugkontrolle die Josie hat. Ein toller, enger Kampf hier zwischen Luke und Josie hier um die Führung. Beide am Anschlag. Absolut sehenswert hier, Wahnsinn. Die zwei hier entfernen sich immer mehr von Wolfram Fund auf P3 und Pascal Steinke auf 4, der allerdings auch schon fast 5 Sekunden hinter seinem Teamkollegen liegt. Sebastian Starke weiterhin auf einem guten 5. Platz. Oh, wieder dieselbe Fehler. Oh, hab ich Glück gehabt. Und Jan hier strauchelt und wir hatten noch einen Zwischenfall. Sorry. Oh shit. They're after the cats. Yeah. Manning and it's Robert, nah? Yeah. Some little black girl next to him. Oi. No chance to evade. What a shame. But your car was still in good shape, or? Yeah, I don't think Robert had any damage out of that. I missed that whole thing. Schützenberg, oh, schlechte Position. Oh nein! Oh nein, da ist einer fliegen gegangen. Was ist denn passiert? Ach, Thomas Willershausen. Ach du Scheiße, wer ist das? Der liegt da auf dem Dach und Feierabend, der nächste unverschuldete Ausfall. Evil-Tech, du musst in die Box. Ein Spoiler ist weg vorne. Schauen wir uns gleich nochmal an, was da passiert ist. Ach, schade. Evil-Tech, oh, wie ärgerlich. Okay, oh, Sebastian, what are you doing? I think he tried to avoid the car. Oh, shit. Oh! Wen? Oh no, come on. Yeah, we have Sebastian, my teammate, who lost the car, and then behind him it's Thomas Willershausen from Sweden. And I would say it's Sebastian had to stay on brakes. Okay, it's very close, but I think Thomas can pass Sebastian when Sebastian would stay on brakes. Russell Hamilton auf P10. Ja, und der hat Downforce wie Sau. Oh! Und jetzt der nächste Kontakt. Eugen Scharf gegen Russell Hamilton. Oh, bleib doch mal drauf da. Was ist denn da mit der Kamera? Der ist doch hier. Der ist da drauf gefahren auf den Russell. Ja, der hat voll die Downforce. Da habe ich mich auch schon erschrocken. Aber das Auto scheint noch zu fahren. Uiuiui, das war jetzt arg knapp. Elle geflogen da, ne? Zum Glück ist da nichts weiter passiert. Russell hat da aber keinen Meter gezogen. Eugen ist hier noch hinter Jan Stefan auf P12 zurückgefallen. Ein Schluck Bourbon und weiter geht's. Ja, aber das ist, oh Mann, der Eugen. Wo ist der Eugen jetzt dran geblieben? Eugen ist auf 12 zurück, der ist ein Stück zurückgefallen. Hier vorne tobt immer noch der Kampf um den Sieg. Luke Luke lässt da nicht locker vorne. Boah, nächster Rutscher. Der hat jetzt wahrscheinlich einen Sprit. Ja, das ist dann mal wieder Practice für Luke. Nee, der hatte eben so viel Sprit man braucht und der hat viel zu viel Sprit mit gehabt. Au! Jetzt geht's endlich. Ah, verdammt. Oh mein Gott, oh nein, oh nein. Scheiß die Wand an. Oh. Das war's. Und Luke hat sich direkt entschuldigt hier. Für Luke. Ach, schade. So schlimm. Ach, da hilft doch kein Fast Repair. Ist Josephine hinten drauf? Ist damit zu rechnen, dass Josephine einen Heckspoiler kaputt hat. Muss die aufpassen, da kommt der Rest der Gelbe. Josie ist da beschädigt und muss wahrscheinlich jetzt die Box hier ansteuern. Next one here. Oh, that incident between Luke and Josephine. Oh, yeah. And then, he goes flying. Oh dear. Look at all the pieces. Holy shit. Yeah, parts in turn one. It's a jigsaw puzzle. It is. That make a good jigsaw puzzle, you know what? Yeah, that was an awful one. Russell Hamilton auf 9. Und Jan ist inzwischen in den Top 10 angekommen. Und wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall zum Nachreichen. Das könnte doch ein gutes Ergebnis werden jetzt. Josephine, der Luke ist da hinten voll reingesammelt, hat sich überdreht. Ja. Manning Grennan here, the next spin, but there's enough room and he can go on. So many spins today, wow. Yeah, there were a lot of incidents from the complete field.
Wie sind denn so die Abstände? 5 Sekunden vor Michael Draxler auf Rang 2. Und ihr habt es mitbekommen, unser Wolfram in Führung. Wow. Noch einmal knapp 5 Sekunden Abstand hier. Pascal Steinke, der jetzt schon wieder unter Druck gerät von der Josephine. Unsere Josie nach Boxenstopp schon wieder auf dem Weg nach vorn. Naja, da sind auch ein paar Runden zu fahren, ne? Ja, wir sind gerade in Runde 10 von 30. Ihr habt gehört, 10 Runden haben wir schon absolviert und das Rennen gestaltet sich ähnlich chaotisch wie Rennen 1. Aber schade, Luke hat wahrscheinlich abgestellt. Ja, hallo, hört man mich? Ja. Ja, immerhin gewinne ich den Pokal für den spektakulärsten Abflug. Ach, das war schade. Hier, komm, das war passiert halt Ja, aber also... So heldenhaft gekämpft. Luke hat's immerhin versucht nach vorne. Die Cornerbox, ne? Hab gedacht, irgendwie da ein bisschen mehr Platz. Oh, Russell hatte da hier den nächsten kleinen Wackler, während wir noch einen größeren Zwischenfall hatten, den wir jetzt mal nachreichen. Ja, du liegst gerade auf P8. Fuck. Wer liegt auf P8? Du liegst auf 8, Jan. Echt? Bei mir steht noch 9. Sebastian Starke hier. The next spin here in the last chicane. This is crazy. And there comes the next one. Der Hamilton hatte gerade einen Byron is struggling with his tires. Oh, maybe I look. That's such a romantic screenshot for Byron here. Wolfram führt das Rennen an und geht jetzt in Runde 12. Der kann wahrscheinlich sein Glück gar nicht glauben, wa? Gerade total nervös bestimmt, wa? Und während Wulli hier das Rennen mit ungefähr 5 Sekunden vor Michael Draxler anführt, gab es den nächsten Zwischenfall. Oh, who is it? Oh, it's Robert. Oi. Robert also lost his car on the last chicane. He can prevail a crash and can continue. Last chicane, yeah. It was lap 11. I taught him how to do that. Wie ist das in der Fahrschulprüfung? Steht doch drin. Wovon können Sie sich ablenken lassen? Spannende Sendung im Autoradio. Verstanden in der Fahrschulprüfung. Fahrschule, okay, Fahrschule, Prüfung. Fahrschule. Ja, was du wohl hören willst, ey. Aber ich bin mal gespannt, wenn die Josie jetzt Michael eingeholt hat. Die hatten ja vorhin einen Disput im ersten Rennen. Mal gucken. Ich denke mal, das ist noch eine Frage der Zeit, bis sie Michael eingeholt hat. Das wird sicher ein wilder Zweikampf. Josie wird jetzt hier sicher mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs sein. Und da vorne hat sie auch schon Michael im Blick. Pascal Steinke auf 4, nach vorne und hinten reichlich Luft. Robert Simpkins auf 5 ist da 18 Sekunden weg. Trotzdem wäre das ein Top-Resultat. Dann haben wir Kleber Botarumora hier auf 6. Wow. Was? Ich glaube, das beste Ergebnis, was ich bisher von Kleber gesehen habe. Das Ding ist ja, du kannst Kleber hält sich hier auch relativ schadlos. Der erste Einsatz, die ganze Strecke mit Vollgas, ne? Und wenn du siehst, wie die Josephine hier in den letzten Kurven da über die Curbs, da macht die die Zeit gut, habe ich das Gefühl, ne? Josie fährt im Schnitt 2 Sekunden schneller als El Cotletto vor ihr. Es sind ja nicht viele Kurven, die Strecke hat, wo du irgendwie bremsen musst, ne? Ja, wenn die so gutes Gefühl in der Bremse hat, ne? Ich hoffe, unser Wolfram wird hier vorne nicht nervös. Thanks, mate. Er hat hier so um die 5 Sekunden Vorsprung auf Michael El Cotletto Draxler und knapp 7 auf Josie. Die fährt 1 Sekunde schneller als Wolfram, das reicht also nicht bis zum Schluss. Das wird schwierig werden bei den vielen Unfällen. Gott sei Dank, Videos durchlaufen lassen, ne? Er wird bestimmt bis um 3 gehen morgens, ne? Sagt schon mal euren Freundinnen Bescheid. Oh, da liegt einer. Byron auf P13. Oh nein. Oh, wieso? Ich hab den gerade überholt. Da war doch alles gut. It's Byron Long. Ja, der ist den überhaupt. Oh. Byron is... Byron was coming back on and yeah. Byron late on brakes on this one. Oi. Oh, shit. Oh, dear. Got a hit from behind from Russell. Get out of my way, dude, with your rain tires. No, here we go. Aber wir können ja prinzipiell sagen... Und Russell kassiert direkt eine Kursfahrtstrafe. Analyse auf morgen irgendwie verschieben. Dann machen wir das morgen Abend in aller Ruhe. Da ist doch die Hälfte nicht mehr da. Und durch die ganzen Zwischenfälle ist Jan jetzt auf P8 nach vorn gespült worden. Ja. Direkt hinter ihm Michael J. Taylor und Eugen Schaaf. Bevor der da ein zusammenstampelt. Und direkt hinter Eugen kommt schon unser Leader, unser Wulle. Ich will ja die direkten, aufgebrachten Reaktionen von den Fahrern sehen. Das Augen auskratzen.
Du weißt doch hier, beim Rennen direkt nach dem Unfall das Mikro unter den Helm halten. Und Eugen greift jetzt hier gleich beide Fahrer an. Oh, was macht der Polizist? Hier geht's aber rund. Was macht der Junge? Alter, knapp, ey. Kennt ja macht keine Gefangenen. Nee. Das war ein sensationelles Manöver von Eugen. Kann einer auf Discord hier einen Streamer machen, oder ist schon, oder? Wolfram, unser Leader, aktuell in Runde 15. Wow, Wolfram überrundet jetzt hier die Jungs, das ist so irre. Das heißt, wir haben jetzt gleich Halbzeit erreicht. Wolle überrundet gleich unseren Jan. Hatte Josephine auch Damage, oder? Die war in der Box, hat eine Fast gezogen und ist wieder rausgefahren, liegt aber jetzt schon wieder auf Rang 2. Die hat schon überholt. Ja gut. Eine absolut sensationelle Pace heute wieder. Mitbekommen hier. Also die wird wohl, wenn es so weitergeht, so gewinnen. Die hat ja noch 15 Runden. Und die hat jetzt die Hälfte von ihrem Rückstand schon zugefahren. Also wenn das so weitergeht, wird sie mit Boxenstopp gewinnen. Inzwischen hat Josie den Rückstand auf Wolfram halbiert. Hamilton ist in der Box. Wer? Hamilton ist in der Box, du warst es? Oh, Ihr wisst, Russell hatte eine Durchfahrtsstrafe, die er hier abgesessen hat. Ja, es kann sein, dass er eine Durchfahrtsstrafe hatte. Kommt hier aber auf P11 wieder raus, noch vor Manning Crinan. Also viele Punkte? Wahrscheinlich. Oh, das Medical Center heute total überfüllt hier in Truxton. Viele haben ihr Fahrzeug schon abgestellt. Deswegen lohnt es sich heute auch nach Boxenstopp und Reparatur wieder rauszufahren. Denn jeder, der hier draußen unterwegs ist, bekommt heute Punkte. Oh, Josephine hinten. Und Josie ist jetzt schon wieder direkt hier an Jan Stefan auf P10 dran. Ungefähr 3,5 Sekunden nach vorn zum Wolfram und sie hat ein bisschen mehr als 13 Runden Zeit, um das zu korrigieren. Was für ein Höllenritt für unsere Josephine. Ja, du kannst jetzt Freunde machen, ne? Weißt Bescheid. Und Tommy fordert hier unseren Jan auf, den Wolfram da ein wenig unter die Arme zu greifen. Überholen lassen kann ich mich gut. Allerdings kommt das für unseren Jan nicht in Frage. Er ist einer der fairsten Fahrer hier im Feld. Und trotz der vielen Zwischenfälle ist unser Jan hier immer noch unterwegs und hat seinen Spaß gemeinsam mit uns. So sollte es sein. Der ja auch auf einem super 10. Platz und wird dann eine Menge Punkte einsammeln, nachdem sein Teamkollege Luke Rasputic leider einen spektakulären Abflug hingelegt hat. Wolfram spürt schon ihren heißen Atem. Und nachdem sich hier das halbe Feld schon selbst eliminiert und geäxt hat, ist es jetzt erstmal ein kleines bisschen ruhig. Ja, immerhin habe ich da nicht ihr Rennen kaputt gemacht, komplett. Wolfram liegt hier immer noch in Führung, aber er spürt schon den heißen Atem von Josie. Nichtsdestotrotz heute ein absoluter Sahnetag für unseren Wulle und das Team Kaltverformung. Pascal aktuell auf Rang 4, wow. So geht's nicht weiter. Ich hätte 3 Minuten abschleppen müssen und ich hatte einen Reifen weg, mein kompletter Frontflügel war weg, war komplett... Ja gut, wir haben Fast gefährst, ich weiß nicht, ob das mit. Ja, ich kann das an meinem Lenkrad nicht einstellen, ich kann die Pitboxen, ich habe nur 2 Knöpfe an meinem Lenkrad. Du kannst das mit der Maus machen. Und Luke hatte einen Totalschaden. Okay. Du kannst Da hilft auch kein Fast Repair mehr. In dem ersten Menü. Hast du das anhat? Ist jetzt... Ja, jetzt ist es schon zu spät. Egal, ist egal. Nichtsdestotrotz auch ein sensationeller Auftritt heute von unserem Luke. Dann werde ich mal, wie war das, die Kohlen aus dem Feuer holen. Haben wir wenigstens gleich in der Crash-Analyse was zu sehen. Oh, hier ist der nächste, ja. Traxler. Uiuiui. Ja. Oh, Jan aufpassen. Oh, und jetzt gab es hier nach einer langen Ruhephase den nächsten Dreher. Da wird sich jetzt der Wolfram freuen. Da ist wahrscheinlich dann der zweite Platz, das wäre das beste Ergebnis von Wolfram. Hat bisher immer als Dritter auf dem Podium gestanden. Oh, it's Michael. I did enjoy it though. And also Michael Traxler loses his car again. A nice 360, but nothing happened and he can go on. But as a driver, Well, it's good learning experience. it's very tough. Yeah. Ja, sie kommt vielleicht dran, aber vorbeikommen ist ja auch nicht so einfach. Und ihr seht hier, Josie ist jetzt dran. Ich glaube, dass der Wolfram sich da sehr Wenn du eine halbe Sekunde schneller bist pro Runde, dann kommst du da relativ einfach. Sebastian Starke hier, the next spin outside the last chicane. A little touch into the wall, but he can continue. Die Hauptsache, die tun sich nicht gegenseitig killen. Das wäre Worst Case. Ja. Aber ich glaube, so blöd wird der Wolfram jetzt nicht sein. Josie greift schon an. Ja, die wird den jetzt auch holen in der Schikane, was soll Wolfram dann machen? Und da ist Josie auch schon vorbeigegangen, sauber gemacht, für Klarheit gesucht. Es ist also,
Das Geheimnis ist die Schikane. Ich weiß nicht, wie sie die fährt, so, ne? Aber das Also ist so schnell fährt, also ich habe gerade die ganze Zeit auf sie gut gemacht in der Schikane. Die fährt die schnellen Kurven, fährt die extrem schnell. okay, also wenig Downforce. Also viel mechanischen Grip, wenig Downforce dann wahrscheinlich, ja? El Cotletto hier, Ja, ich gehe mal davon aus, dass 8 die Sekunden hinter ein Wolfram. bisschen aggressiver von der Downforce, also oder die hat vielleicht einfach ein bisschen Flügel rausgenommen im Gegensatz zu mir. Die hat schon noch sehr guten Topspeed. Pascal auf 4, knapp 10 Sekunden hinter El Aber Cotletto. durch die Schikane bin ich besser durchgekommen als die. Aber ich habe auch mehr die Curbs gecuttet. Also man muss die Curbs extrem mitnehmen. Ja, also das ist tatsächlich möglich. Was ich halt auch ein bisschen ätzend finde, weil zum Teil ist man mit allen 4 Rädern außerhalb der weißen Linie, dass das dann so zugelassen wird, ne? Das ist ziemlich doof. Russell und Manning hier, die Plätze 11 und 12. Ich finde an sich, es sollte nicht so viele Cut-Strafen geben. Am Ende des Tages so die schnellste Linie und im Endeffekt mehr oder weniger legale Linie wird sich halt auch natürlich bilden. Wenn du immer irgendwelche Computer-Cuts reinsetzt, dann fühlt sich das total unorganisch an, finde ich. Weil in Wirklichkeit hast du das auch nicht. Da hast du vielleicht mal irgendwo eine Streckenbegrenzung mit der weißen Linie oder so. Aber ich meine, iRacing ist da ja schon jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der Strecke, aber generell ziemlich extrem drauf. Ja, Und- aber guck mal, ist ja, also für mich ist definitiv immer die weiße Linie. Oh! Da fliegt ja noch einer da hinten. Am Rasenmähen. Russell Hamilton und Michael J. Taylor, beide sind hier am Rasenmähen. Der nächste wilde Zwischenfall. Vom Russell liegt da hinten ein Teil. Schauen wir auch nochmal, was da passiert ist. Mehrere. Next one, Manning Grinnon. I think I killed him here. Oh, that was. I didn't mean to kill him, but I that was definitely my fault. He had no space, and there's Well, water I on didn't the- know he was going to go off into the grass. I slowed up a little bit, so I kind of killed him. Oi, 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 oi. But I think I killed him again. You are both so careful with each other. So über die weiße Linie halt. Mit beiden Reifen, vorne und hinten. Robert hier inzwischen P5, Ja, top. das sind halt das sind die Limits vom Turnwagensport, weil die fahren da so drüber. Und die Zwischenfälle gehen hier munter weiter. Da ist das auch erlaubt. Ich finde das aber jetzt auch nicht schlimm mit den Autos hier. Also du räuberst dann halt darüber. So ist ja jedem selber überlassen. Okay, Manning without a wing, no downforce, and it's so dangerous. Well, if he protested, I did hit him. alle weggeflogen, weil der Körper halt höher ist wie der Bodenfreiheit. Hey, du musst auch in der Schikane bei der letzten Kurve auf die Start- und Zielgerade drauf. Wenn du da zu sehr drüber fährst, dann hebelst das Auto raus. Ah, du Scheiße. Oh krass, da Das war hinten knapp. fliegen die Teile. Wen hast du denn da? Da hat es den nächsten zerlegt. wer ist Wir da? schauen direkt hin. Hamilton, Manning. Russell. Manning und Manning Russell. Grinnon? Oh, that was. Okay. Oh, Russell. Our setup was. Ja, ja, bin ich gut durchgefahren. Wow. Why did they put that thing there? Yeah, why did they put it? Exactly what I thought. I Oh, mean, dear. what are they protecting? An outhouse with the tires? Give me a break. Oh, das sieht richtig Oh, ich aus. schon wieder verloren beinahe. No, the corner marshal doesn't want to get killed. He's not even there. Yeah, it looks like a toilet house. Geht er auch durch. Was für ein spektakulärer Abflug von unserem Russell. Allerdings nach vorne 15 Er trifft da das einzige Objekt, was dort überhaupt rumsteht. Die Gasse ist Das ist randvoll. geil. Ne? 10 Autos noch auf der Strecke. Ja, ich wieder der Letzte, ja? Entschuldigung. Immerhin Top 10 Jan, okay? Muss so sehen. Ja, das stimmt. Auto heimbringen und die Punkte mitnehmen. Ja, ja. Oh. Oh. Wolle hat sich gedreht. Mit Einschlag. Wolle? Oh nein, unser Wolfram, das gibt's doch nicht. Oh, wie schade. Nein. That was Wolfram. In front of, and then here the shit puddle of death. Yeah. But you know, now we all know. So next time we go to Thruxton, we have to have the same weather condition, and we all know what the puddles will do. Ah. Was machst du denn? Und da geht jetzt auch Michael Draxler vorbei. Direkt dahinter Pascal hatte auch einen kleinen Zwischenfall. Schauen wir uns direkt mal an. Pascal Steinke hier on before the next 360.
Yeah, a lot of destroyed, a lot of driving errors. Mind the errors, but man, they got to stop putting shit in stupid places. Like, what the hell was that now housing a tire doing there? 15 Sekunden Vorsprung hat Wolfram noch. Das war ja letztendlich noch nicht über Startziel, ne? Manchmal macht das, glaube ich, mehr Sinn, wenn man dann... Allerdings wissen wir nicht, ob sein Fahrzeug bei dem Einschlag beschädigt wurde. Josephine eröffnet jetzt hier die 25. Runde. Russell mit repariertem Fahrzeug wieder draußen auf 11. Russell versucht das Rennen hier noch irgendwie zu beenden. Sehr, sehr schön. Guck mal da, das ist, ne? Das Und Wolfram verliert da immer mehr an Zeit. Ich glaube, das Auto ist beschädigt. ist das nicht richtig, dass die da so weit über die Curbs rollern können da. Aber es gilt doch für alle. Also es ist doch jetzt nicht so, dass das für irgendjemanden ein unfairer Vorteil ist. Ja, aber das Ding ist, wenn du das halt nicht weißt, dass du an der Stelle... Ja, das siehst du ja bei anderen Autos und spätestens, wenn du immer wieder merkst, ich krieg hier kein X, obwohl ich hier gerade drüber räuber, probierst du es beim nächsten Mal halt noch ein bisschen mehr, bis du das X kassierst. Ja, da hat der Luke schon recht, ne? Es ist alles erlaubt, was nicht bestraft wird. Ja. Ja, Alles erlaubt, solange du dir erwischt wirst. Ja, genau. So, aber ich wäre halt lieber dafür, weiße Linie. Entweder die beiden vorderen Räder sind beide über die weiße Linie, das gibt eine Strafe, oder die hinteren sind. Ja, du hast ja auch recht. Ihr guckt Das euch ist mal ja auf auch YouTube richtig. die Doku an Aber, über Renault-Pokal. Guckt euch mal die Doku an über den Renault-Pokal früher. Weißt du, was da abging? Weiße Linie war auch da. Generell alles, so dieses weiße Linien-Thema, das gibt es doch erst seit 10, 15 Jahren im Motorsport. Vorher hat das ja niemanden interessiert. Da wurde die Linie gefahren, die schnellste war und fertig. Meistens befindet die sich ja auf dem Asphalt. Na, übertreiben tut's wieder mal die MotoGP, ne? Mit der weißen Linie. Also die haben es dir kaputt reguliert, ne? Ja. Gut. Ja. Mit letzter Runde und dann darfst du nicht und vorher darfst du taktisch natürlich immer raus, aber in der letzten Runde darfst du da nicht mehr taktisch raus. Und Wolfram hat da jetzt massiv an Zeit verloren. Da gab es den nächsten kleinen Zwischenfall. Ja, Lars war wirklich kaputt reguliert. Ich weiß ja nicht, wie es mittlerweile... Oh. Wolfram hier in the end of the race with a broken car. Was machst du, Junge? To be honest, I'm feeling sorry for the conditions. Really, I did not expect. I like I them. see. I did like it. It actually was interesting. Yeah, I'm feeling sorry, really. Drüber zu retten. Wir sind jetzt gerade in Runde 26. Josephine ist in Runde 27. Das heißt, wir bewegen uns hier Richtung Ende des Rennens. Wie viel Abstand hat er denn nach hinten, dass sich das nicht lohnt, in die Box zu fahren? Ja, Robert Simkins 2 Sekunden hinter ihm. 2,5. Ja, wohl. Eugen Ja, Schaaf gut, was 12 verlierst du durch die Sekunden. Box? Durch die Box Also ich 20 schätze mal, Sekunden? Robert wird ihn noch kaschen und dann... Robert Simkins wird mit Sicherheit unseren Wolfram noch überholen. Der ist jetzt ziemlich nah dran. Wie lange dauert denn hier die Box? Wenn du einmal reinfährst, Fast Repair. Das hat von uns bisher noch keiner Die ist gestoppt. ja eigentlich recht klein, die Box. Ja, ne? eben, genau, meine ich auch. Nächster kleine Zwischenfall, schalten wir hin. Michael J. Taylor hier. Also a good, wie sagt man, Beispiel, example, ne? Okay, you hit the curb, yeah, you hit the curb, and then, yeah, okay, you're way, yeah, you're a bit too far on the left side, and there is water, and yeah, the car just with those white tires, the car just get into aquaplaning, yeah. Okay. Pascal Steinke, aktuell P3. Sehr schön. Robert Simkins liegt auf dem 4. Platz, ein Top-Ergebnis. Ja, Unser Wolfram kämpft sich auf Rang 5 durchs Rennen. Dann haben wir auf dem 6. Platz Eugen. P7. Kleber Kotaro Mora. Ein Top-Ergebnis für Kleber heute. Super Ergebnis. Dahinter dann Sebastian Starke. Ich würde mal sagen, P8 ist Schadensbegrenzung. War auch schon mal besser. Da haben wir auf 9 Michael J. Taylor, der jetzt gerade wieder abseits der Strecke unterwegs war. Aber auch Michael kämpft sich hier tapfer durchs Rennen und wird gute Punkte einsammeln. Und der letzte in den glorreichen Top 10 ist unser Jan. Okay. So wie sich das gehört. Einer muss hier ausputzen. Und wir haben den nächsten kleinen Zwischenfall zu vermelden, den wir uns anschauen sollten. Wie heißt nochmal das letzte Auto, was dann immer über die Strecke fährt? Das Besenauto?
Ja. Michael Draxler here. The next paddle incident. Yeah. Josephine wird jetzt But on the gleich die other letzte hand, Runde eröffnen. sometimes Sie I ist in Runde think, 29. guys, okay, we have lap 29 in the second race, and why do you go so far on Hat the man left? wieder- That spin, I would say it was avoidable. Das halbe Feld überrundet. Josephine heute hier mit Reparaturstopp hat das halbe Feld überrundet. Das halbe nicht, das Dreiviertelste. Wie geht es am Wolfram vorbei, der ist aktuell Fünfter. Letzte Runde, weiße Flagge. Und ihr habt es gerade gehört, unser Führender Josephine geht jetzt hier in die letzte Runde, White Flag. Und Wolfram wird jetzt hier noch von euch scharf gekascht. Schade, Wolfram verliert dann noch eine Position. Oh, shit. Ich hoffe mal, dass er wenigstens Schade. Rang 6 ins Ziel bringt. Der Vorsprung auf Kleber beträgt 10 Sekunden. Da bin ich mal gespannt jetzt hier. Das Team Team Claude Braun im zweiten Rennen richtig viele Punkte. Das wird ganz eng in der Meisterschaft zwischen Kaltperformung und Claude Braun. Allerdings hat das Team vom Wolfram und Pascal im ersten Rennen richtig dick gepunktet. Das Electri Resco heute ein paar Pünktchen einbüßt. Und Pascal liegt ja hier auch jetzt auf Podiumskurs. Ja, Sebastian hat das super gemacht, ja. Ja, aber er steht ja alleine auf verlorenem Posten. Du brauchst ja immer zwei, die punkten. Unsere Josie hat das heute hier mal wieder absolut souverän gemeistert. Die letzte Schikane hier mit Boxenstopp. Ein ganz herzlicher Glückwunsch. Die letzte Kurve, da ist die Zielgerade. Da ist die Zielflagge. Kann ich die Zielflagge beschränken, aber was soll das? Wolfram rettet P6 ins Ziel. Oh, super. Dann kommt hier Kleber Botaro Mora auf 7. Ein tolles Ergebnis für ihn. Auf jeden Fall. Sepp schleppt sich übers Ziel auf Rang 8. Immerhin noch ein paar Pünktchen für Black Tree Race Crew. Dann haben wir Michael J. Taylor auf 9. Michael J. Taylor rettet die Ehre von Chip Racing, der jetzt hier um die Kurven kommt. Und Jan Stefan hält die Fahnen vom BDR TV Racing Team hoch. Und hinter mir ist dann nur noch Robert Simpkins unterwegs auf einem sensationellen 4. Platz. Da kommt Pink Panther und die letzten Kurven gerauscht. Und da hat auch unser Jan das Ziel jetzt erreicht. Top 10 Ergebnis. Glückwunsch. Ja. Danke. Josie ist hier bei uns im Chat. Auch ganz, ganz herzlicher Glückwunsch, Josie. Das nochmal wieder. Ja. Wir fahren sehr beeindruckend. Ganz stark gemacht. Robert Simpkins auf 4, das ist ein Top-Ergebnis. Josie, tut mir leid. Ich dachte, da würde mehr Platz, wäre ein bisschen mehr Platz. Beziehungsweise du würdest auch ein bisschen weiter nach links fahren und ich könnte ein bisschen weiter noch nach rechts kommen, aber... Ah ja. Asche auf deiner Haupt. Heute ist keiner da, der hier eine Sammlung macht für Fotos. Ja, das muss ich einbücken hier, dass wir da so ein, am Ende des Rennens, dass sich da so alle hinstellen. Russell killt nochmal seinen Teamkollegen hier. Und wir bewegen uns jetzt hier auch schon langsam Richtung Ende. Ah ja. Immerhin ist er auf P11 ins Ziel gekommen. Oh, das gibt richtig viele Punkte. Ja, jetzt machen sich dagegen die Autos kaputt, ey. Naja, du hast doch letztens gesagt, du willst hier Crash-Jockey sehen. Ja, Jungs, was für ein verrücktes Rennen. Ich würde mal sagen, da verabschieden wir uns erstmal hier von unseren Zuschauern. Wünschen allen alles Gute. Wir haben jetzt erstmal 4 Wochen Pause aufgrund von Endurance-Rennen und Terminen, leider. Wir sehen uns dann am 11. Oktober alle zusammen wieder. Bis dahin lasst es euch alle gut gehen. Und ich werde jetzt mal hier das Replay speichern.
Tommy.